Der hat eine Freigabesumme von über 150 Millionen. Ich habe gedacht, ich guck nicht richtig. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen EAFC 25 Karriere bei meinem Herzensverein, bei Eintracht Frankfurt. Ich bin ja von Preußen Münster im selben Speichermodus oder Speicherstand oder in derselben Karriere gewechselt zu Eintracht Frankfurt. Die Stelle war frei, die Stelle hat man mir angeboten und von daher bin ich jetzt also wieder da, wo ich hingehöre, nämlich zu Eintracht Frankfurt. Wir werden wieder eine Menge Spaß haben, wir werden wieder viel Spektakel erleben, viele Tore, viele Gegentore, viele Siege, viele Pokale, weiß ich nicht. Wenn ihr dranbleiben wollt, wenn ihr neu seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da, einen Daumen nach oben und unterstützt mich auf den Weg zu den 11.000 Abonnenten. 10.000 Abonnenten sind wir jetzt schon, 10.500 Abonnenten sogar schon. Also von daher großes Dankeschön geht raus an jeden neuen, an jeden aktiven Zuschauer. Ja, heute wird noch nicht gespielt, heute ein bisschen Menü-Content. Das liegt daran, dass ich euch erstens mal so ein bisschen die Mannschaft zeigen will, die Transfers, vielleicht gehen wir auch nochmal auf den Transfermarkt. Und zweitens läuft ja noch die Trikotabstimmung. Also wenn ihr noch nicht mitgemacht habt, schaut mal auf meinem Kanal unter Beiträge. Da gibt es jeweils eine Abstimmung für das neue Heimtrikot und das neue Auswärtstrikot. Viele Stimmen wurden schon abgegeben. Ich warte jetzt noch mal ein paar Stunden und von daher wird diese Folge heute weitestgehend im Menü stattfinden. Wir fangen jetzt einfach mal damit an und zwar zeige ich euch die Mannschaft, mit der wir in dieser Saison reingehen werden. Eventuell werden noch ein, zwei Leute mit dazukommen. Ich muss schauen, wie ich mit dem Transferbudget hinkomme. Also das ist jetzt der Kader. Ich werde auch mit einer Dreierkette erstmal beginnen. Ich weiß, ich werde sowieso nach 5 Spielen wieder umstellen. Ich probiere es aber trotzdem. Mit diversen Reglereinstellungen und Anweisungen und so weiter. Ist wahrscheinlich nur so eine kleine Spielerei. Also vorne Hugo Ekitike. Das wird unser erster Stürmer sein. Hugo Duro ist zwar eine Stärke besser. 83, sogar eine 84. Aber ja, Ekitike ist einfach Ekitike. Der muss einfach spielen. Von daher hinter ihm, ganz interessant, Christian Listesch von Preußen Münster. Haben wir jetzt 2 Jahre lang selber gespielt. Jetzt kommt er in Form wieder zurück. Zur Eintracht wird neben Can Uzun, der muss auch von Anfang an spielen. Das ist auch ein großes Talent, auch in-game. Wir haben Paxton Aronson, wir haben Rocker, wir haben Højlund. Also wir hätten da auch noch eventuell ein paar Alternativen, aber ich vertraue Can Uzun da. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich der spielen lässt, auch hier in der Karriere. Und von daher wird das so, ja, unsere doppelte hängende Spitze sein. Ob ich es bei der Dreierkette belasse oder auch mal umstelle, weiß ich nicht. Aber erstmal Dreierkette, ich probiere es. Ein neuer Anlauf, mal gucken, vielleicht klappt es ja hier bei der Eintracht. Dann haben wir, wie ich finde, ein richtig, richtig starkes Mittelfeld. Einmal mit Fofana und einmal mit Koopmeiners. Beide, ihr seht, 85, 84er Stärke, stabiles Mittelfeld. Die beiden halten das Ding da zusammen. Auf den Außenflügel viel Talent. Rechte Seite Adingra. Schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Und ein weiterer Fofana. Ich weiß nicht, ob der Fofana und der Fofana, ob das hier Brüder sind. Vom Aussehen her würde ich jetzt spontan sagen, eher nicht. Aber es könnte ja auch der Bruder sein von dem Fofana. Also noch ein Fofana auf dem Flügel. Beide sehr, sehr schnell. 90 Tempo Fofana. Und Adingra 88 Tempo. 25 ist er schon. Aber ist auch noch entwicklungsfähig. Großes Potenzial. Und dann haben wir hinten die glorreichen 4, die glorreichen 3. Demetrio. Nachwuchstalent, 17 Jahre jung, 80er Gesamtstärke, da muss ich ein bisschen Geld für hinblättern, werde ich euch gleich nochmal zeigen. Dann haben wir Brandweight, der ist glaube ich schon standardmäßig da gewesen, das ist so ein solider, 25 Jahre alt, 83er Gesamtstärke, ist nicht ganz so langsam. Und natürlich an Robin Koch, unser Kapitän, ja, altbekannter, 31 Jahre, der bringt viel Erfahrung. Und hinten, ja, ich hätte auch Oliver Baumann, die hatten irgendwie Oliver Baumann im Tor. Ich werde aber mit Santos beginnen. Ist natürlich auch ein Risiko, weil der hat nur eine 67. Da ist selbst Sinamoy ein bisschen stärker. Ich probiere es aber mit Santos schon alleine, weil der halt fast 2 Meter groß ist und auch viel Talent mitbringt. Großartiger Keeper, der wird auch hoffentlich eine gute Serie oder eine gute, ja, Karriere auch haben. Bei der Eintracht vielleicht auch noch irgendwo anders, weiß ich nicht. Und dann, ganz interessant und auch ganz, ganz wichtig, haben wir eine richtig starke Reservebank oder erstmal Ersatzbank und dann auch Reserve. Also wir können immer noch mal nachlegen. Wir haben unter anderem Oliver Baumann, wir haben Nathaniel Brown, Skiri Lienhardt für die Innenverteidigung, Hugo Duro von Valencia, glaube ich, gut, Reger, rechter Verteidiger, Fernandes auch, Paxton Aronson und sogar Jens-Peter Auge ist noch da. 80 Tempo, mal gucken, ob er hier in-game mehr Glück hat bei der Eintracht als in Realität. Und die Reserve sieht halt auch nicht ganz so schlecht. Also auch ein bisschen Talent mit dabei, mit Højlund, mit Namdi Collins, der auch wieder zurück ist, mit Leitsch, auch ein großes Innenverteidiger-Talent, hat jetzt schon eine 77 mit 29. Wir sind natürlich schon ein bisschen fortgeschrittener, ne? Nicht vergessen, ich starte nicht von vorne, sondern ich habe den Speicherstand, ja, übernommen. Ich spiele weiter, ich habe halt nur den Verein gewechselt. So, wir schauen uns jetzt nämlich mal die Transfers ganz kurz an, die ich hier gemacht habe. Also, wir sortieren jetzt einfach mal nach den teuersten. Und ihr seht, Chaibi, der erste, der verkauft wurde, 73,3 Millionen.
das Geld braucht sich einfach, um die anderen Spieler zu verpflichten. Deswegen Faris Shaibi weg. Demetrio, der teuerste Neuzugang, 62,2 Millionen, der ist 17. Müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, der ist 17 Jahre, 60 Millionen Transferablöse hat der gekostet. Der wird auf jeden Fall eine richtige Granate. Dann eine andere Granate habe ich auch verkauft, Moritz Schumacher, um halt, wie gesagt, die anderen Spieler zu bezahlen. 55 Millionen, also die Eintracht, die schmeißt hier mit Geld um sich, das wäre echt momentan gar nicht möglich. Dann haben wir hier Simon Adingra von Lens, auch immerhin 46 Millionen, Yusuf Fofana 45 Millionen vom AC Mailand und Malik Fofana für 30 Millionen. Also die drei hier zusammen, roundabout über 120 Millionen. Hab natürlich aber auch ein bisschen Budget dazu bekommen, Transfererlöse erzielt. Dann haben wir Smolcic, das sind so Spieler, die konnte ich abgeben. Da war ich ganz sicher, mit denen will ich nicht spielen oder mit denen werde ich halt auch nicht spielen. Smolcic zu Gladbach für knapp 9,5 Millionen. Dahoud zu Celtic für 8,3 Millionen. Jessica Gangkamp nach Saudi-Arabien für 7 Millionen. Der soll da nochmal 1-2 Jahre spielen. Dann haben wir Timo Becker zu Besiktas für 2,8 Millionen. Barry Mitchell, großes Talent, habe ich mir geholt von Getafe, musste die frühzeitig holen. Und Jerome Onguye nochmal für 1,7 Millionen. Der spielt nochmal in Dänemark so 2-3 Saisons und wird dann auch wahrscheinlich seine Karriere beenden. Jetzt ist halt die Frage, für welche Position brauchen wir denn noch Spieler? Da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Da muss ich mal kurz zur Transferzentrale. Da habe ich auch ein paar gute, ihr seht, junge Spieler, die eventuell zu bezahlen sind, vielleicht auch nicht. Wir haben zum Beispiel hier Yusuke Ishikawa, nochmal einer fürs Mittelfeld. Der hat eine Klausel, das heißt jetzt hier Klausel und nicht mehr Freigabesumme. Klausel, designmäßig hat sich auch ein bisschen was verändert durch das neue Update, was schon vor langer Zeit gekommen ist. Breno Santos, auch Verteidiger. Ihr seht, die sind relativ jung, bis auf Mamouche natürlich, den ich gerne wieder zurückhaben würde. Lieben gern. Dann als hängende Spitze oder als Doppelspitze mit Hugo Ekitike. Aber ihr seht, 26,5 Millionen. Da muss ich erst einen großen Spieler oder großen Transfererlös nochmal erzielen. Ferguson unter anderem nochmal fürs Mittelfeld. Auch natürlich nicht zu bezahlen, aber ich habe ihn schon mal auf die Liste getan. Und nochmal Anthony Elanga, Schwede, zurzeit in echt, glaube ich, bei United unter Vertrag, hier bei Benfica. Da läuft aber das Scouting allerdings noch. Ich schiele so ein bisschen auf Yusuke Ishikawa, Marktwert von 8 Millionen. Wir haben, glaube ich, genau 8 Millionen. Ich würde jetzt einfach nochmal dann nach dem nächsten Spiel vorgehen wollen. Das ist eigentlich auch ein No-Brainer. Also den musst du quasi holen. Der hatte eine 75 mit 19. Der ist im ZDM und im zentralen Mittelfeld zu Hause. Der könnte also ein Ersatz auch sein für Koopmeiners und Fofana. Wie gesagt, ich kann mich hier mit Spielern totschmeißen. Ihr könnt auch Bahoya zurückholen fürs linke Mittelfeld oder fürs ZOM. Mamouche natürlich wieder zurückholen, aber ich möchte natürlich auch mal mit neuen Spielern spielen. Julien Duranville, Belgier, ist auch ein großes Talent, hat jetzt schon eine 78 mit 21. Also wir können jetzt hier wirklich eine Hammertruppe zusammenbauen. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich hier mit der Eintracht wieder spielen kann. Das freut mich einfach. Ich bin auch hier mit sehr viel Freude mit dabei, wie ihr merkt. Das war ich auch bei Preußen Münster. Ist auch wieder ein anderer Verein gewesen, auch 3 super Saisons gehabt, viel Erfolg gehabt, gerade zum Schluss den DFB-Pokal geholt. Und wer mich kennt, ja, einige verfolgen mich erst seit kurzem, einige verfolgen mich schon seit gefühlt 100 Jahren. Ja, ihr wisst einfach, wie sehr ich das liebe hier in der Karriere, dann auch noch mit meinem Lieblingsverein. Ich spiele aber auch gerne mit anderen Vereinen, das ist auch wieder eine neue Herausforderung. Vielleicht wird sich ja in den nächsten Saisons nochmal was ergeben. Genau, aber so sieht's aus. Wir werden dann mal reinstarten. Wir gucken noch mal kurz auf den Kalender. Und dann muss ich euch noch was zeigen. Hätte ich euch vielleicht am Anfang gleich sagen sollen. Bei Preußen Münster. Da hat sich ein Spieler über den Sommer so stark entwickelt. Ich weiß nicht, was der genommen hat. Was Münster genommen hat. Da gucken wir auch gleich noch mal rein. Wir gehen mal in den Kalender. Also, wir haben jetzt folgenden Saisonstart. Wir spielen jetzt zu Hause gegen Hoffenheim und Gladbach. Wir starten also mit 2 Heimspielen. Ist schon mal nicht so verkehrt. Dann haben wir ein Auswärtsspiel in Wolfsburg, Bremen, Union. Und dann hier irgendwo kommt dann auch, glaube ich, die Champions League. Dann haben wir mal so eine heikle Phase. Dann haben wir Dortmund und Leverkusen. Dann ist Länderspielpause. Dann haben wir die Hertha auf Montag. Warum auch immer auf Montag? Ah, nee, es ist ein Sonntag, hä? Warum ist... Ach so, Samstag? Nee, ich bin ja doof. Also auf den Sonntag. Dann DFB-Pokal schon bei Borussia Dortmund. Also das wird nicht ganz so leicht. Europacup ist, glaube ich, noch nicht ausgelost, weil da laufen halt noch die ganzen Playoffs. Aber wir werden halt in der Champions League spielen. Eintracht war letzte Saison Dritter. Das heißt, wir werden in der Champions League spielen. Also haben wir auch wieder unseren Wettbewerb quasi, da wo wir hingehören. Zumindest, wenn es nach den Fans geht. Also, so sieht die Bundesliga aus. Wir haben als Aufsteiger... Gegen wen haben wir denn nicht gespielt? Genau, gegen die Hertha, glaube ich. Und wer ist denn noch aufgestiegen? Jetzt muss ich gerade mal gucken, gegen wen haben wir mit Preußen Münster nicht gespielt? Wir haben, gegen Hertha und Hamburg. Ne, Hamburg haben wir gespielt, Hertha haben wir nicht gespielt. Mainz, glaube ich, gegen Mainz haben wir nicht gespielt. Die sind also aufgestiegen. Und jetzt zeige ich euch nochmal kurz, was bei Preußen Münster
Sensationelles passiert ist. Also wie die das geschafft haben, weiß ich nicht. Oder wie der Typ das geschafft hat, über den Sommer so krass zu werden. Wir gucken hier mal. Preußen Münster, hier können wir ja reingehen. Ich habe schon mal geguckt, wen sie sich neu geholt haben, aber meistens sind die Spieler hier geblieben. Guck mal, das sind doch unsere Jugendspieler. Patrice Karamoko hat jetzt eine 67. Serge Armani, 69, das ist ja normal. Und jetzt schaut euch das an. Emmanuel Fofana, rechter Flügel, krass. Der hat eine 88 bekommen. Der hat eine Freigabesumme von über 150 Millionen. Ich habe gedacht, ich guck nicht richtig. 99 Beschleunigung, 99, 99, 95 Balance. Wir können das hier gerade mal so weiterspielen, aber der hat ja bei mir fast gar nicht gespielt. Von daher, ihr seht, wie krass. Ich weiß nicht, ob das ein Regent ist, Emmanuel Fofana. Ich weiß nicht, was das für eine Nationalität ist. Elfenbeinküste, rechter Flügel. Ich habe schon mal gedacht, vielleicht ist das irgendein Regent von irgendeinem, der jetzt hier aufgehört hat, aber ich wüsste nicht von wem. Also von daher, ich war sehr, sehr überrascht, Emmanuel Fofana. Ansonsten, die anderen sind alle geblieben. Paul Wanner mit einer 82. Den habe ich ja geholt im Winter. Da dachte ich, der kommt im Winter, aber der war für den Sommer. Oliver Abildgaard. Und ansonsten muss ich mal gucken, Vladan Novak ist, glaube ich, neu, Rechtsverteidiger, sieht auch nach einem Jugendmann aus. Dann haben sie sich noch einen Innenverteidiger, Ben Godfrey, geholt. Ich hoffe mal, dass Preußen Münster nicht absteigt. Es wäre wirklich schade, wenn die direkt nach dem Abgang von mir die Saison drauf dann absteigen würden. Das wäre ein bisschen bitter. Bayern und Dortmund haben schon gespielt, 1-1. Und so starten wir rein in die Saison. Das heißt, es wird ab dem nächsten Spiel wieder Spiele geben. Jetzt wollte ich euch mal so ein bisschen die Mannschaft zeigen, ein bisschen vorstellen, wie ich spielen möchte, meine Idee. Und ich freue mich einfach, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, vielleicht kommen noch ein paar neue Frankfurt-Fans mit dazu. Macht auf jeden Fall ein bisschen Mundpropaganda, wenn ihr Frankfurt-Fans seid. Wenn ihr andere Frankfurt-Fans kennt, die diese Karriere unbedingt schauen müssen, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns wieder zum Auftakt zu Hause gegen Hoffenheim. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das mit der Dreierkette funktioniert. Vielleicht fällt ja noch irgendeiner vom Laster. Vielleicht werden wir nach dem Spiel nochmal in Transferverhandlungen gehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich freue auf den nächsten Part. Ihr hoffentlich auch. Und ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.